Einmal der Maler wie Seepart. Das ist, worauf ich auch stehe, Becken, die mehr als mannshoch sind. Fühle ich total. Boah. Vielleicht bist du ja total gestresst und heute ging dir jemand so richtig auf die Nerven. Und wenn das der Fall ist, dann habe ich dieses Video für dich. Denn heute schauen wir uns ein geiles Aquarium an und ansonsten machen wir einfach nix. Nature. Da man mit einer großen Menge Wasser und möglichst artgerecht gehaltenen Tieren im Normalfall direkt meine Aufmerksamkeit weckt, war es für mich eine ganz besondere Ehre, als erster YouTube-Kanal überhaupt vom Zoo Rostock in die Aquarienabteilung eingeladen zu werden. Letztendlich erfülle ich mir ja dauernd einen Traum nach dem nächsten, indem ich uns permanent neue Einblicke in die extremsten und abgefahrensten Aquarien und Terrarien in Europa ermögliche. Denn anders als manche Fernsehteams bin ich ein Typ, der eben im Detail wissen will, wie solche Anlagen funktionieren und welche Haltungsbedingungen die hier gepflegten Tiere mit sich bringen. Im Zoo Rostock wurde mir einer der hauptverantwortlichen Aquarianer einen ganzen Tag lang zur Seite gestellt und so haben Boni und ich zusammen den Backstage-Bereich im Darwinium unsicher gemacht. In meinen Aufgabenbereich fallen im Grunde zwei Bereiche. Das eine ist die Terroristik, also alles, was Schuppen hat und auf Land lebt und nicht Schuppen hat und auf Land lebt, aber was keine Haare hat, ist entscheidend. Backstage-Bereiche wird im Grunde gezüchtet, also Nachzuchten, Futtertiere zum Teil, Schrecken zum Beispiel, Grillen. Heimchen, den ganzen Krempel. Gibt es hier irgendwie sowas Besonderes oder was ist so das Tier, was dich am meisten fasziniert hier? Wir haben neu bekommen, finde ich ganz cool, aber sind erst seit ein paar Tagen da. Ja. Hier Rotaugenlaubfrösche, die für eine Ausstellung gedacht sind und sind noch in der Eingewöhnungsphase. Wir versuchen sie jetzt umzudrehen, quasi, dass wir nachts, also den Tag zur Nacht machen, Nacht zum Tag, weil die nachtaktiv sind. Wie macht man das? Einfach Stunden wegnehmen? Genau, und im Grunde, ja. Okay. Jeden Tag ein bisschen verschieben und dann sind sie hoffentlich am Schluss so, dass sie tagsüber aktiv sind. Feingefrösche habt ihr auch? Ja, wie gesagt, das sind alles immer die Nachzuchtpärchen, die hinter den Kulissen sitzen. Wir haben meistens halt dann ein oder zwei Pärchen hier sitzen und dann vorne in der Ausstellung die Tiere, die nicht züchten sollen. Großkopfruderfrosch. Die sind ganz cool, weil sie Schaumnester über dem Wasser normalerweise machen. Da sind dann die Eier drin und dann tun die praktisch die Jungen runterfallen. Die fallen ins Wasser Ja. einfach? Ach krass, Okay. Das ist zumindest die Idee von den Schaumnestern. In dem Fall hat es funktioniert. Da muss man halt nah am Wasser bauen. Ja. Ich würde jetzt vors Becken gehen und einmal... Ich dachte, ihr wärt schon die ganze Zeit da. Nee, alles gut. Ja, dann schauen wir uns das jetzt an. Sonst musst du morgen nochmal kommen. Oder nächste Woche sind ja nur 700 Kilometer. Wieso? Jetzt, wenn du da bist, kannst du ja noch morgen hier bleiben. Ich habe morgen Geburtstag, schlecht. Schlecht, es gibt nichts Schöneres, als den Geburtstag in Rostock zu verbringen. Perfect. 7 Meter lang, fast 3,5 Meter tief und über 2,70 Meter hoch mit 14 Zentimeter dicken Acrylscheiben. Diese fette Frontscheibe musste vor Fertigbau des Hauses integriert werden, da man so ein massives Bauteil nur einsetzen kann, wenn noch kein Dach auf dem entsprechenden Gebäude aufgesetzt ist. Das Korallen abpusten, was ja manche mit so einer kleinen Pipette machen, wird hier mal eben mit einem dicken Gartenschlauch erledigt. Das ist schon krass, was da rausgeholt wird. Ja. Wie oft ist der Taucher drin? Wir gehen zweimal die Woche, Ja. gehen wir tauchen. Einmal Scheibe putzen und dann gehen wir auch immer absprühen, weil es lässt sich in so einem groß strukturierten Becken nicht anders realisieren, dass du keine strömungsarmen Zonen hast. Ja. Weil nicht alle Korallen mögen das, wenn da die starke 60 Kubikmeter Strömungspumpe volles Rohr drauf bläst. Und so helfen wir immer ein bisschen mit nach. Durch den Schlauch kommt jetzt Salzwasser direkt. Das heißt, wir geben dem Tier keine anderen Wasserverhältnisse. Das ist das Wasser, was auch im Becken ist, was einfach einmal zirkuliert quasi. Vom Salzgehalt her ist es identisch, es ist aber frisches Wasser, weil dann haben wir immer den großen Vorteil, es kommen gleich noch verschiedene Materialien mit dazu, sodass man Spurenelemente und so weiter immer in ausreichender Anzahl Calcium, Magnesium für die Tiere zur Verfügung hat. Habt ihr hier lichttechnisch einen Abfall ab einer bestimmten Uhrzeit? Also das Licht fährt dann runter nach Uhrzeiten, sodass dann auch wenn wir morgens zum Beispiel kommen, sehr, sehr früh im Revier sind, ist noch die Mondbeleuchtung mit an, sodass die ganzen Hauptscheinwerfer noch gar nicht in Betrieb sind.
dann fährt das dann aber über den Tag. Okay. Passend für die Korallen dazu. Wie lang steht das Becken jetzt? Das Becken ist jetzt das 9. Jahr. Wir haben Korallen bekommen, sowohl von Handel als auch von befreundeten Zoos und versuchen aber natürlich auch die Arten selbst dann wieder zu erhalten, zu vermehren, zu fragmentieren. Super. Wie sieht es bei den Fischen aus? Auf was habt ihr da Wert gelegt? Möglichst natürlich. Also nicht zu viel? Nicht zu viel, nicht zu wenig. Die Tiere sind jetzt lange drin. Wie gesagt, das Becken ist jetzt 9 Jahre alt oder 10. Die Fische, die drin sind, sind zum großen Teil die damals eingesetzt wurden. Also man sieht auch, dass die schon richtig alt aussehen, manche davon, und groß sind. Wir haben natürlich den Vorteil durch das große Becken, wir können auch relativ groß werdende Fische einsetzen. Große Doktorfische habe ich gesehen, Ja, also Acanthurus habt ihr drin, die Nasen- Nasius drin, genau. Also euch sind da wenig Grenzen gesetzt, gell? Auch eure Drücker sind total ruhig. Ja. Die sind ja sonst immer am Flitzen, aber bei euch ist Ich hätte Platz. natürlich gerne große Haie, aber dafür ist das Becken leider zu klein. Wir könnten natürlich schon entsprechend Bambushaie oder sowas hier einsetzen, also kleinbleibende Haie, die vorwiegend viel am Boden sind, aber der Nachteil da wäre, man würde sie dann auch wieder überhaupt nicht sehen. Das bringt dann also nichts, dann lieber keine Haie einsetzen und darauf verzichten. Ihr fahrt das ganze System mit Tropikmarinsalz. Ja, seit Jahren. Ja, und im Grunde, was wir hier sehen, ist unser Nachzucht, Meerwasser, tropisch, Korallenbereich. Im Grunde sind hier unsere Nachzuchten zum einen von Seepferdchen, von Anemonenfischen und ähnlichen Geschichten, aber eben auch unser Bereich, in dem fragmentiert wird, also alles, was aus dem großen Becken rauskommt, was entweder an andere Zoos geht, was wir also abgeben oder was wir halt einfach vermehren, weil wir es selber brauchen, kommt dann hier in die Becken, wird hier vermehrt. Und das sind einmal eure Das Clownfisch-Nachzucht. sind unsere Clownfisch-Nachzuchten. Komplett, Ja. Im Grunde muss ich die jetzt schauen, dass ich die an andere Zoos abgebe. Stehen alle auf der Liste, es kamen bisher noch keine Anfragen. Ja, bei den Seepferdchen ist es im Grunde genau dasselbe. Auch hier haben wir relativ viel Nachwuchs. Zwischendurch ist es sogar schon so, dass wir Männchen und Weibchen trennen, weil es einfach zu viele werden. Die habt ihr auch komplett auf Lebendfutter? Oder Nee, die sind Frost? auf tot. Also auf Frostfutter, ja. Okay. Das heißt, wir füttern immer mal ein bisschen zu. Gerade bei den Jungtieren ist es unter Umständen schwierig, weil die muss man im Grunde erstmal an die Totfütterung gewöhnen. Die lernen das relativ schnell, aber da ist es schon wichtig, dass man erstmal kleine Mysis und kleine Schwebgarnelen oder kleine Sardinenkrebschen oder sowas hat. Und einmal den Shellmon zur Glasrosenbetilgung. Ja, brauchen wir. Da wird so viel gefüttert, da sind auch ordentlich Glasrosen immer drin. Ja, das ist ein schönes Urzeittier, was wir hier haben. Das ist das zweite Becken, was momentan eben leider draußen nicht besetzt ist. Ja, und zwar geht es hier um unseren Pfeilschwanzkrebs. Also die Pfeilschwanzkrebse heißen zwar Krebse, haben mit Krebsen aber überhaupt nichts zu tun. Sind zwar Gliedertiere, aber sind eher mit Spinnen verwandt und ist eine sehr, 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 sehr alte Tiergruppe. Sie sind im Rückgang, wobei das nichts mit den Zoos zu tun hat, sondern im Grunde, weil die für die pharmazeutische Industrie interessant sind. Die haben blaues Blut, liegt daran, dass sie nicht Hämoglobin, sondern Hämocyanin als Blutfarbstoff haben. So wie auch manche Insekten. Ja, glaub ich, genau. ne? Wird für bestimmte Versuche eingesetzt, wobei man mich nicht fragen darf, für was. Tiere sterben nicht davon, sondern die werden im Grunde, es wird ein bisschen Blut abgezapft, also in dem Fall heißt es Hämolymphe dann. Die werden dann wieder ausgesetzt und man hofft, dass sie überleben. Aber das setzt natürlich der Population insgesamt schon zu, wenn da massiv von der Industrie diese Tiere benutzt werden sozusagen. Was sie brauchen, ist viel Sand, weil sie sich eben komplett eingraben können müssen. Man sagt, der Sand muss mindestens so tief sein, wie das Tier lang ist, weil sie eben sich vergraben und dann durch den Druck, den der Sand auf den Panzer ausübt, praktisch, der muss den Panzer festhalten, damit sie dann eben raus können zur Häutung. Ihr habt auch ein Gorgonienbecken. Ich bin ein absoluter Gorgonien-Fan. Gorgonien sind cool, ich mag sie auch. Wir haben ja im Korallenbecken nicht nur Steinkorallen, sondern eben auch Gorgonien, Weichkorallen, Krustenanemonen, im Grunde das komplette Programm und dazu gehören natürlich auch Gorgonien. Wer mal ein kompliziert aufgebautes Lebenserhaltungssystem an einem Korallenriff sehen will, der sollte hier schauen. Man könnte die Hälfte wegbauen und es würde immer noch funktionieren. Unser Abschäumer hier natürlich sehr wichtig, wie in jedem Riffbecken. Wir haben Ozon an dem Abschäumer dran. Alles, was in dem Abschäumer an ungewollten Dreck drin ist, den wir loswerden wollen, da setzt sich das Ozon dann dran und hilft das auszuspalten. Tut praktisch die ganzen Produkte, die da als Dreck anfallen, im Grunde noch ein bisschen kleiner machen schon, hilft dann einfach die Abschäumung effektiver zu machen. Das läuft automatisch ab normalerweise. Trotzdem kommt man meistens nicht umhin, das einmal im Jahr irgendwie sauber zu machen, weil es doch ziemlich verschmoddert irgendwann. Wie viele Liter sind das jetzt hier ungefähr? Ich schätze das jetzt auf vielleicht 8000 oder so. Auf jeden Fall mehr als so manches Privataquarium. Deutlich mehr. Wir haben natürlich 2 Hauptförderpumpen, die das ganze Wasser verteilen und dann große UV-Anlagen, 2 Stück. Auch die werden wie im Hobbybereich möglichst mindestens einmal im Jahr getauscht, die Lampen. Weil die Intensität des UV-Lichts nachlässt. Genau. Wollen wir mal hochgehen? Gerne.
Oben war dann nach wie vor noch die Taucherin am Werk. Die Taucher, die in dem Becken arbeiten, werden permanent angeleitet und abgesichert. Meistens steht vor dem Becken eine Person mit Walkie-Talkie, die die Anweisungen an die den Taucher absichernde Person auf der Brücke über dem Aquarium weitergibt. Diese leitet dann den Taucher entsprechend an und hat ihn permanent im Auge. Hallo. Arbeitssicherheit ist wichtig in diesem Bereich. Sicherheit vor Coolness. Ja, das sowieso. Mit was beleuchtet ihr das? Ihr habt ja alles drin. Ihr habt ja SPS, LPS, Weiche. Wir haben mit HQIs angefangen, es wurde dann auf Plasma gewechselt, im letzten Schritt jetzt auf LEDs upgraded und wir haben hier hinten im Grunde immer noch eine wilde Mischung aus sogar noch HQI, LED und Plasmastrahler und vorne halt LEDs mittlerweile. Meine Vision wäre, nur noch LEDs zu haben, weil es einfach das stromsparendste ist und im Grunde die Lichtqualität ganz hervorragend sein kann. Ein bisschen schade ist, dass die Firma, die diese großen LEDs hergestellt hat, leider diese LEDs nicht mehr herstellt. Das heißt, wir müssen uns einen neuen Hersteller suchen. Vielleicht können wir ja vermitteln. Wir haben ja auch so manches große Aquarium schon auf dem Channel. Weißt du ungefähr, wie viel Watt ihr hier drüber habt? Das Becken ist wie lang nochmal? Das ist ungefähr 3 Meter tief. Das ist, glaube ich, 7 mal, was sind das, 3,50 Meter oder so. Wie gesagt, knapp 65.000 Liter insgesamt. Eine von den großen hat 500 Watt. Das heißt, wir sind 500 mal 5 und dann hinten nochmal die ganzen, sind mehrere tausend Watt. Ja. Wie läuft denn bei euch die Strömung? Seitlich vorne an den Fenstern sind jeweils auf beiden Seiten 3 Ausströmer, also hoch, Mitte, unten. Und im Nachhinein wurden dann nochmal 3 Strömungspumpen verbaut, 3 große Pantareis, die praktisch hinten links, rechts mittig liegen und dann praktisch die Strömung nochmal nach vorne machen. Also eure Strömung geht nach vorne und bricht dann an der Frontscheibe. Ja. Okay. Die Strömungspumpen liegen unter den Aufbauten versteckt ein bisschen, das heißt auch da wird schon gebrochen natürlich durch die Strömung. Und was hier seitlich einströmt, also im Grunde die Hauptzuströme vom Reservoir hinten, das sind 60.000 Liter die Stunde, also das ist im Grunde die Umwälzung von einmal circa des Beckens. Was gibt es ansonsten noch so für Filtermedien hier dran? Ich meine, wir haben UV, wir haben Abschäumer, ansonsten habt ihr gar nicht viel, ne? Nö, gar nicht so wahnsinnig viel. Also wir haben noch einen Feinfilter verbaut, den wir gerade ausprobieren. Das ist im Grunde ein Papierfilter, wir haben hinten einen Kalkreaktor, wir haben einen Phosphatabsorber und im Grunde war es das dann. Also ihr macht wahrscheinlich auch regelmäßig Wasseranalysen? Ja, wir schicken einen meistens und im Grunde dann dosieren wir einfach nach, was fehlt. Hast du irgendwelche Daten über Stromverbräuche oder sowas? Gar nichts, okay. Ich weiß gar nicht, ob ich an die rankommen würde. Ja. Und dazu bin ich auch noch zu neu, um das jetzt hier wirklich abschätzen. Wie macht ihr das denn mit der Belüftung hier? Klimaanlagen? Ja, oder? natürlich. Ohne das wäre eine Katastrophe. Wir haben Zuluft, Abluft. Du hast ja gesehen, dass unten in den meisten Bereichen relativ trocken eigentlich ist alles. Was man bei so einer großen Wasserfläche, wenn hier keine Lüftung drin wäre, das wäre überall Tauwasser und es wäre eine Katastrophe. Es wird schimmeln wahrscheinlich wie Sau. Ohne Belüftung geht das gar nicht. Ron, wie viel Wasserwechsel machen wir hier drin ungefähr pro Woche? Mindestens 25%, weil wir haben einen dauerhaften Durchlauf. Alleine der Schwallwassertank, der hat 10 Kubik. Einmal in der Woche muss der komplett einmal aufgefüllt werden. Das sind dann 10.000 Liter Wasserwechsel die Woche. Ron, du fütterst jetzt einmal? Ja, jetzt ist erstmal nur Grill, fein, ein bisschen mit Knoblauchzusatz. Da hole ich mir gleich dann mein Wasser zum Test. Dann komme ich doch mit dir mit. Ja, kannst da bleiben, ich muss so. nur die Pumpen ausmachen. Wie viele Leute sind an so einem Aquarium die ganze Zeit beschäftigt? Also wir haben 3 Pfleger, die sich vorwiegend um die ganze Aquaristik kümmern hier im Davineum. Wobei das natürlich immer nur mitläuft sozusagen. Wir haben andere Becken, die auch gepflegt werden müssen. Wir haben den ganzen Quallenbereich, wo die Quallen gezogen werden müssen. Also da gibt es auch viel Arbeit. Das heißt, wenn man im Grunde wenig investiert, dann ist es einmal am Tag füttern, schauen, ob die Technik in Ordnung ist. Das ist dann vielleicht eine halbe Stunde. Aber wenn ich dann natürlich rein muss, also wenn ich das Gärtnern anfangen muss, wenn ich eine Scheibe putzen muss, solche Geschichten, da wird es dann schon sehr arbeits- und vor allem personenintensiv, weil ich dann halt im Grunde 3 Leute brauche. Die sind ja süß. Was ist das für eine Art hier? Das ist die Philorrhiza punctata, gefunden für eine Wurzelmundqualle. Die wird später blau. Der Zoo Rostock ist eine der größten Quallenzuchtstationen in Europa. Hunderte Tiere werden hier großgezogen und weitervermehrt. Allgemein muss ich sagen, dass ich von der Aquaristikabteilung einen wirklich sehr guten Eindruck gewonnen habe und möchte mich bei Boni und dem ganzen Team herzlich bedanken. Immer wieder sehe ich, dass selbst die ganz großen Aquarien, abgesehen vom Tauchen vielleicht, sehr ähnlich wie das ganz normale Heimaquarium funktionieren. Außerdem ist es schön zu sehen, wie viel Liebe auch in die Nachzucht von Fischen, Korallen und anderen Tieren gesteckt wird. Ich finde es nach wie vor wichtig, die Natur und die darin enthaltenen Lebensformen in der Öffentlichkeit zu zeigen. Natürlich nur, wenn den Tieren ein geeigneter Lebensraum geschaffen wird, in dem sie ohne jegliche Mängel an Platz und Versorgung alt werden können. Auch bei euch möchte ich mich herzlich fürs Zusehen bedanken. Abonniert gern den Kanal und ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche.